ist das warm. Ich habe hier die Aircon an, aber es ist richtig, richtig warm. Es sollte eigentlich Regenzeit sein, aber es ist voll heiß. Erstmal einen Schluck Fanta, ey. So, hallo erstmal. Ich habe euch ja im Video davor über dieses Heftchen ein bisschen aufgeklärt. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit noch ein paar andere Items bekommen. Wir haben es nämlich richtig japanisch angehen lassen zwischenzeitlich und waren beim Suitengu. Was ist der Suitengu? Der Suitengu ist ein sehr bekannter und beliebter Schrein für Neugeborene und Leute, die schwanger sind. Ich habe da quasi so eine Segnung bekommen und ja, wurde geheiligt, dass alles gut wird. Und habe quasi dort so ein Starter-Pack bekommen. Das komplette Pack mit den ganzen Items, die ich euch gleich zeigen werde, und der Segnung, die ungefähr 20 Minuten gedauert hat, hat insgesamt 12.000 Yen gekostet. Hier haben wir ein paar kleine Dinge. Dieses Fläschchen habe ich nach der Segnung bekommen. Und zwar ist das heiliger Sake. Und guckt euch mal das Fläschchen an. Sieht man das? Das ist nämlich dieser typische japanische Hund, der Glück bringen soll für werdende Mütter. Und das Süße ist, man kann ihn auch noch bekleben. Boah, das ist voll Art Attack hier. Cool! Es ist fertig, meine kleine Art Attack Flasche. Der heilige Sake, den man nicht trinken soll, soweit ich weiß, weil er heilig ist. Voll süß, oder? Ist doch gut geworden. Dieses kleine Hündchen, ihr hört es, ich wollte diesen Anhänger unbedingt haben, gibt es auch als Anhänger. Und hier in diesem Umschlag ist ein Omamori drin. Für eine sichere Geburt. Und das hier, ich werde es jetzt noch nicht auspacken, weil das kommt dann noch in ein paar Monaten, ich glaube im 5. Monat. Hier seht ihr es, da ist etwas aus Stoff drin. Und hinten am Umschlag die Erklärung dafür. Hier ist nämlich auch so ein Teil drin, quasi ein Omamori, was ihr euch in eine Bauchbinde packt, die ihr quasi ab dem 5. Monat tragt. Und damit ist euer Baby safe. Dann haben wir hier noch ein Ofuda bekommen. Ist noch eingepackt. Wir haben momentan bei unserem Hausschrein, den wir endlich aufgestellt haben, noch das alte Ofuda vom Kandamyoji noch stehen. Wird mal Zeit, es auszutauschen, oder kann man es davor oder daneben stellen? Mal ausprobieren. Dann war noch ein kleines Diary dabei. Es ist alles so wahnsinnig süß illustriert. Hier seht ihr das auch. Im 5. Monat kriegt man dann diesen, quasi, dass es ein bisschen euren Bauch stützt. So ein Verband. Die Bilder sind alle so niedlich. Es ist alles so süß in Japan. Ihr werdet es auch gleich an meiner Fukubukuro vom Start sehen. So, kommen wir nun zur Fukubukuro des Verderbens. Wenn man weiß, wann der Entbindungstermin ist, kann man zum jeweiligen Branch Office seiner Gegend und bekommt dort diese wundervolle Tüte voller toller Sachen, die das Leben schöner machen. Und man muss quasi noch, ja, so eine Umfrage ausfüllen, von wegen, wie man sich gefühlt hat, als man wusste, dass man schwanger sei und bla und ja, sowas in der Richtung. Das erste, was in dieser Fukubukuro aufgefallen ist, ist dieser gigantische Umschlag. So irre viel Zeugs. Erklärungen, Coupons, irgendwelche Adressen von Supports und alles Mögliche einfach. Es wird erklärt natürlich auch, wie man Kindergeld bekommt. Das wusste ich auch nicht, denn ich habe vorher gehört, dass es sowas wie Kindergeld hier nicht gäbe, aber das gibt es. Also der Staat unterstützt scheinbar schon, Gott sei Dank, werdende Eltern. Auch was die Geburt anbelangt. Also klar, es kostet alles viel, aber das kann ich kurz mal zeigen. Man kriegt quasi solche Coupons und die decken relativ viele Sachen ab. Beispielsweise auch die letzte Untersuchung, die wir hatten mit der Krebsvorsorge und allem und mit Blutabnahme, die über 20.000 Yen gekostet hat.
Die wird dann auch nur mit einem Coupon bezahlt. Also sprich, das wird übernommen. Da wir erst hinterher die Coupons geholt haben, konnten wir gestern noch nicht zahlen. Aber das ist kein Problem beim Krankenhaus. Man hat quasi dann so einen Wisch bekommen und zahlt dann halt das nächste Mal die letzte Session und dann ja quasi die aktuelle Untersuchung dann. Und so sehen diese Coupons aus. Sehen eher aus wie irgendwelche Schecks, ehrlich gesagt. Sie haben alle verschiedene Farben und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da alles drauf steht. Aber ich denke, da wird mir vor allem auch im Hospital sehr geholfen. Dann voll zuckersüß ist hier eine Anleitung für Papas drin gewesen. Und ich habe es durchgeblättert. Die Zeichnungen sind so niedlich einfach. Es wird alles erklärt. Also auch vor allem, wie man seine Frau unterstützt, was mit ihr passiert. Ich dachte mir auch so, oh mein Gott, diese Schläfrige, das bin so ich. Wie man sie massiert, wie man mit ihr ein paar Übungen macht. Es wird alles haargenau erklärt. Und ich meine, hallo, guckt euch das mal an. Voll der perfekte Ehemann hier. Wobei das vor allem mein Mann schon immer mit mir macht. Oder auch solche Sachen. Also ich weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt. Zum Beispiel, was es für potenzielle gefährliche Orte für Babys gibt in der Wohnung. Also echt Wahnsinn. Nicht, dass wir so eine große Bude hätten, aber man weiß ja nie, ne? Ach, so viele Erklärungen über Kinder und Finanzielles und alles ist einfach zuckersüß, also wahnsinnig adorable. Dann, was ich auch nicht wusste, ich dachte, das würde ich im Krankenhaus bekommen, was habe ich tatsächlich bei unserem Branch Office bekommen, das Maternal and Children Health Book mit Miffy. Da hätte ich echt gedacht, das würde man eigentlich vom Arzt bekommen, weil ich denke, in Deutschland ist das so, oder? Ich glaube, es ist nicht sonderlich anders als in Deutschland. Ich glaube, an diese Tabellen erinnere ich mich auch. Dann gibt es noch Geschenkgutscheine und alles mögliche, Präsento. Kannst dir irgendwelche BHs schicken lassen. Also es gibt wirklich so viel. Und das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, dieser Anhänger hier. Das ist der besagte Anhänger. Ich meine, ich habe den schon mal in einem Japan-Fakten-Video auch erwähnt, vor ein paar Jahren, den du in deine Tasche machst und dann kriegst du die Priority Seats, nämlich im Zug, sofern die Leute auf dich achten. Und da steht halt drauf, in meinem Bauch ist ein Baby drin. Ich finde das eine total praktische Sache, das ist echt cool. Ich bin echt gespannt, wie sich das so auswirkt und ob wirklich jemand so drauf achtet. Gibt's auch in Stickerform, kann ich mir hier so draufkleben, so aufs Gesicht. Ja, das war die Fukubokuro des Glücks. Wahnsinn, was man alles bekommt, oder? Also, oder auch das mit dem Schreien. Also es ist der Hammer. Beispielsweise kriegen wir auch sowas wie einen Elternunterricht im November. Vor allem auch mein Mann, der kriegt Papa-Unterricht. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich darf da irgendwie mitkommen, weil das würde mich schon echt sehr interessieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was alles noch kommt. Nächsten Monat ist jetzt erstmal eine spezielle Untersuchung angesagt in einer anderen Klinik. Das ist quasi eine separate, das war so unsere eigene Entscheidung, da wir diese Untersuchung sehr, sehr gerne machen wollten. Soweit ich weiß, meine Familie ist kerngesund, seine Familie ist kerngesund, aber wir wollen einfach sicher gehen. Und das ist quasi so eine Vorsorgeuntersuchung im Falle, dass irgendwas mit dem Kind sein sollte. Und eventuell könnten wir sogar auch schon das Geschlecht rauskriegen. Dass das so früh schon geht, das ist der Wahnsinn. Ich habe gestern allgemein auch mich gefragt, wow, wie geht das, dass du technisch einfach so weit bist, dass du, ich meine, es gibt doch mittlerweile ja auch schon 4D-Bilder von Babys und Ultraschall. Das ist der Wahnsinn, was es alles gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so drüber reden würde, aber wenn du so in dieser Situation bist und ja, diesen kleinen Beifahrer da auf dem Bildschirm siehst und du bist halt einfach nur sprachlos und irgendwie total glücklich. Das ist echt der Wahnsinn. So, in diesem Sinne, Kampai, wir sind jetzt durch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und habt ein bisschen was Neues eventuell dazugelernt. Und ja, das nächste Mal kommt kein Schwangerschaftsvideo, denn jetzt ist auch mal wieder gut, ne? In diesem Sinne, mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann, macht's gut. Wie hieß denn der Schrei nochmal? Hieß der Suiten? Ah, Suitengu. Okay. Wow.